Hallo ihr da draußen, mein Name ist Wolfgang Zieger und ich lebe auf Kreta. Heute zeige ich euch am Beispiel meiner Panasonic GH2, wie ihr eine Sonnenblende für das schwenkbare Display an eurer Kamera anfertigen könnt. Damit ihr auch sehen könnt, was ihr filmt, auch wenn die Sonne hell am Himmel steht. Sie sind schon praktisch, diese schwenkbaren Displays an vielen Kameras, und sie ermöglichen vielfältige Perspektiven beim Filmen, ohne dass man sich zu sehr verrenken muss. Das Vergnügen hört jedoch auf, wenn wir draußen im grellen Sonnenschein filmen. Das Bild auf dem Display ist dann kaum zu erkennen, wir können weder die Belichtung noch den Fokus richtig einschätzen und die Bildgestaltung nur erahnen. Einige Abhilfe schafft hier eine kleine Sonnenblende, die das Display abschattet und so besser sichtbar macht. Wir brauchen dazu folgende Materialien: eine schnittfeste Unterlage, schwarzen Bastelkarton, ein Lineal, ein Schneidemesser, einen Klebestift und einen Stift zum Anzeichnen. Mit dem Lineal vermessen wir zunächst das Display. Die Länge L ist größer als der LCD-Screen und kleiner als der Rahmen des Displays. Die Breite B nehmen wir vom Außenmaß des Displays und D ist die Dicke des LCD-Screens. H1, die Höhe der Blende, bestimmen wir im Falle der GH2 mit 6 cm. H2, die zweite Höhe der Blende, bestimmen wir mit 4 cm. Wir brauchen 2 Streifen aus schwarzem Karton. Der erste Streifen ist für die Blendenschürze. Die Länge L1 errechnet sich entsprechend der angezeigten Formel. Die Breite B des Streifens entspricht der Höhe H1, also bei der GH2 sind es 6 cm. Wir ritzen nun in folgender Reihenfolge Falzkanten ein. Breite, Länge und übrig bleibt die Klebekante. Wir übertragen H2 auf den Streifen und verbinden die Punkte AB, BC und CD und schneiden die entsprechenden Teile mit der Schere sorgfältig aus. Nun falten wir den Blendenkörper entsprechend zusammen und verkleben ihn an der Klebkante. Das überstehende Stück der Klebekante schneiden wir noch ab. Der Streifen 2 dient der Befestigung der Blende. Seine Länge L2 berechnet sich aus der zweiten angezeigten Formel. Einmal die Höhe der Blende H1, dreimal die Dicke des Displays, einmal die Breite des Displays, zweimal die Höhe H2 der Blende. Als Breite nehmen wir das Innenmaß der Länge der Blende L, minus 1 mm. Wir bringen an folgenden Stellen Falzkanten an. Nach Höhe 1 plus Dicke D eine Falzkante, nach Breite B eine Falzkante und Dicke D plus Höhe 2 Falzkante und Höhe 2 und Dicke D bleiben übrig. Wir kleben nun H1 plus D so auf die höhere Seite der Blende auf, dass unten die Dicke des Displays übersteht. Nun legen wir die andere Seite des gefalteten Streifens so, dass sie die niedrige Seite der Blende von außen nach innen umfasst. An der Unterseite der Blende bleibt ein Schlitz, in den man nun den Monitor leicht einschieben kann. Die Blende hält sich selbst fest, ohne weitere Klebestelle. Sie schützt das Display vor direkter Sonneneinstrahlung und ermöglicht es, das Bild besser zu erkennen. Die abgenommene Blende lässt sich leicht zusammenlegen und platzsparend versorgen. Mit den Formeln und den Zeichnen müsstet ihr die Maße für euer Display ermitteln können. Ich habe die Formeln noch einmal unten im Begleittext angegeben. So haben wir mit einfachsten Mitteln eine wirksame Blende für unser schwenkbares Display gebaut. Es schafft einige Abhilfe beim Filmen im Sonnenschein, das Bild auf dem Display lässt sich besser erkennen, der Touchscreen lässt sich noch gut bedienen und das Beste ist, es lässt sich einfach zusammenfalten, platzsparend versorgen und kostet fast nichts. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst es mich wissen. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert meinen Kanal auf YouTube. Auf bald, euer Wolfgang.